Hältst du oft an Dingen fest, von denen du eigentlich spürst, dass sie nicht mehr passen? Wenn es dir schwerfällt, loszulassen, dann ist dieses Video perfekt für dich. Wir schauen uns in diesem Video ein paar Lebensbereiche an und wie es da gelingen kann, loszulassen. Hi, ich bin Martina, Gründerin von Expansion Beyond, und auf diesem Kanal gebe ich dir alltagstaugliche Perspektiven, Anleitungen und Tipps, damit auch du dir ein erfülltes Leben in Co-Creation mit Gott gestalten kannst. Ein Teil meiner Morgenroutine jeden Tag ist es, zu einem bestimmten Thema, das bei mir gerade präsent ist, intuitiv eine Bibelstelle aufzuschlagen. Ich habe so eine wunderschöne Bibel mit Holzeinband und setze mich mit dieser Bibel hin, schließe meine Augen, und heute war meine Intention, eine Bibelstelle zum Thema Mut zu finden. Und dann öffne ich die Bibel einfach mit geschlossenen Augen an einer Stelle, die sich gerade intuitiv richtig anfühlt, und tippe dann mit geschlossenen Augen mit dem Finger auf eine Stelle auf dieser Seite. Und heute hat mich diese Intention und meine Intuition zu Matthäus geführt, Matthäus 10, 1-14. Und dort geht es um den Auftrag, den die Apostel erhalten. Unter anderem wird den Aposteln gesagt, dass sie weiterziehen sollen, wenn sie nicht gehört werden. Und das fand ich so eine schöne Message, denn wie oft halten wir an Dingen fest, halten wir an Situationen fest, wo wir nicht gehört werden, an Dingen, an Situationen, an Lebensumständen, an Menschen, die nicht unserem Weg entsprechen. Und wir spüren das, wir fühlen das und halten trotzdem dran fest. Und ich möchte dir mit diesem Video Mut geben, loszulassen und deinem Seelenweg zu folgen. Und verstehe mich nicht falsch, gerade wenn es um Beziehungen, um Freundschaften, um Beziehungen mit Familienmitgliedern geht, bin ich kein Fan davon, Menschen einfach abzucutten und rauszuschmeißen aus deinem Leben. Sondern ich bin wirklich immer dafür, ins Gespräch zu gehen, Beziehungen zu pflegen, an Beziehungen zu arbeiten. Beziehungen können sich entwickeln. Also ich finde es kritisch, um es mal so auszudrücken, wenn Coaches ihren Klienten und Klientinnen raten, Beziehungen einfach zu beenden, sei es jetzt zur Ursprungsfamilie oder zu einem Partner, wie auch immer. Und das Thema Partnerschaft ist einfach so schön plakativ, weil das auch so viele von uns betrifft, und ganz speziell vielleicht Frauen, die in der Persönlichkeitsentwicklung unterwegs sind. Ich höre von so vielen Frauen, auch von weiblichen Coaches, dass es so schwierig ist, einen adäquaten Partner zu finden. Da lade ich dich ein, einfach mal zu reflektieren, welchen Anteil trägst du denn daran? Welches Bild, mit welchem Bild begegnest du einem Menschen, der dein Partner ist oder der vielleicht potenziell dein Partner sein könnte? Und natürlich kann es sein, dass du in einer bestehenden Partnerschaft irgendwann drauf kommst, wir kommen auf keinen grünen Zweig mehr. Und die Trennung ist jetzt die einzige Lösung, um meinem Seelenweg zu folgen. Oft machen wir das aber zu schnell. Ja, wir rennen so schnell weg von Beziehungen, wenn irgendwas nicht passt. Und da lade ich dich ein, dass du dir erstmal bewusst machst, was möchtest du denn von deinem Partner oder von deiner Partnerin? Was ist es ganz konkret? Was wünschst du dir? Wie soll die Beziehung ausschauen? Denn wenn du das für dich gar nicht konkret hast, wird es natürlich schwierig, dass sich eure Beziehung verändert. Also der erste Schritt ist, dass du weißt, was sind denn deine Standards? Welche Standards möchtest du leben? Welche Standards möchtest du, dass eingehalten werden? Und dann geh ins Gespräch mit deinem Partner oder mit deiner Partnerin. Auf Augenhöhe. Und sag einfach, hey, ich wünsche mir das und ich brauche das und das. Schau mal, ich wünsche mir, dass du mich in den Arm nimmst, oder ich wünsche mir, dass du mich supportest, indem du dies und jenes tust. Was auch immer es ist, geh ins Gespräch. Und ganz, ganz wichtig ist
der Raum, den du aufmachst. Wenn du ihn nämlich nicht aufmachst, dann ist dieser Raum nicht da. Dann kann dein Partner oder deine Partnerin gar nichts tun. Ja? Dann hat dein Partner oder deine Partnerin keine Chance. Und ich habe da von einem super interessanten Experiment gehört, das den Beobachtereffekt so schön darstellt oder die Konsequenz des Beobachtereffekts. Du hast vielleicht schon davon gehört, dass das, was du beobachtest, einen Effekt hat auf das, was du beobachtest. Also deine Beobachtung, der Fakt, dass du beobachtest, hat einen Effekt auf das, was du beobachtest. Und da wurde ein Experiment mit Ratten gemacht. Die wurden völlig willkürlich aufgeteilt. Ein paar Ratten wurden in einen Container gesetzt, der beschriftet wurde mit, das sind die intelligenten Ratten, und andere Ratten wurden in einen Container gesetzt mit, das sind die unintelligenten Ratten. Und dann gab es Versuchspersonen, also Menschen kamen dann in den Raum, wo diese Ratten waren, und ihnen wurde gesagt, okay, schau mal, das sind die intelligenten Ratten, das sind die nicht intelligenten Ratten. Und dann hat man eine der Ratten genommen und dann in ein Labyrinth gesetzt. Und alleine durch die Beobachtung der Menschen und ihre Erwartung haben die Ratten, die in dieser Box unintelligent gesessen sind, tatsächlich länger gebraucht, aus diesem Labyrinth herauszukommen, als die intelligenten Ratten, also die Ratten mit dem Label intelligent. Die waren alle gleich, ja? Da gab es keinen Unterschied. Aber dadurch, dass jemand sie beobachtet hat mit der Erwartung, du bist eine dumme Ratte, waren sie tatsächlich dümmer als die anderen. Und jetzt lass das mal sickern, welchen Effekt es auf dein Umfeld hat, auf deinen Partner, auf deine Partnerin, ob du dir denkst, du bist ein Trottel und kriegst sowieso nichts hin und bist zu blöd für alles, oder ob du deinen Partner, deine Partnerin beobachtest mit den Gedanken und den Gefühlen von, hey, du bist so ein wundervoller Mensch, es ist so großartig, was du tust, und es ist so schön, mit dir zusammen zu sein. Es hat einen Effekt, was wir über andere denken. Und das meine ich mit, mach den Raum auf, sonst hat dein Gegenüber keine Chance. Also, wie bei allem im Leben, frag dich, was hat es mit mir zu tun? Und was tue ich gerade, um diese Situation zu kreieren? Und natürlich kann es trotzdem sein, dass du den Raum aufmachst und ihr sprecht miteinander und es ist klar, was du dir wünschst, und es verändert sich trotzdem nichts und ihr kommt auf keinen grünen Zweig. Natürlich kann das auch sein. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass es nicht so ist. Dass du vielleicht ganz neue Seiten an deinem Partner oder deiner Partnerin entdeckst. Also gib den Menschen in deinem Umfeld wirklich eine Chance und lass deine Gedanken los, deine Vorurteile los, lass die Box los, in die du diese Menschen irgendwann mal gesteckt hast. Denn du möchtest auch nicht in eine Box gesteckt werden. Also lass diese Boxen los und gib den Menschen um dich herum wirklich eine Chance. Und nur, wenn es dann nicht passt, dann sei auch so mutig, diese Beziehung loszulassen. Und einfach zu sagen, okay, unser Weg hier geht zu Ende und unsere Wege trennen sich jetzt. Also das war mal so das Thema, wie gehe ich denn mit Beziehungen um, die ja irgendwie nicht so förderlich sind für mich. Was ist jetzt mit anderen Situationen, zum Beispiel einem Job oder auch Lebensumstände im Sinn von, wo ich lebe? Und da lade ich dich wirklich ein, dynamisch zu bleiben. Also idealerweise entwickelst du dich selbst ja weiter bis zu deinem Tod. Und ich finde es so seltsam tatsächlich und so widersinnig eigentlich, dass so oft erwartet wird oder dass wir irgendwie diese Erwartungen im Kopf haben, dass wir mit 20
irgendwo ein Haus bauen, einen Job haben und dann bis zu unserem Lebensende in diesem Haus und in diesem Job bleiben. Ich hatte mit 20 ganz andere Bedürfnisse, als ich jetzt mit über 40 habe. Und mit 50, 60 werde ich auch andere Bedürfnisse haben. Also ich bin schon super oft in meinem Leben umgezogen, habe Jobs gewechselt, bin seit 7 Jahren selbstständig, habe mich da auch immer weiterentwickelt, habe mein Business immer wieder verändert, weil ich mich natürlich verändere. Können wir das bitte normalisieren, dass sich Lebensumstände verändern? Das ist ja eigentlich völlig klar, oder? Also nur weil ich mit, 30 super happy in der Stadt war, in einer Wohnung in der Stadt, heißt das nicht, dass das immer so sein muss. Jetzt bin ich happy, dass ich außerhalb wohne. Zwar schon noch in guter Anbindung zur Stadt, aber ich habe viel Grün um mich, es ist ruhig. Wenn ich rausgehe, bin ich in 5 Minuten im Wald. Das finde ich perfekt. Mit 30 hätte ich das langweilig gefunden. Mit 30 habe ich es geliebt, dass ich rausgehe und da waren ganz viele Menschen um mich und Geschäfte und Cafés und Restaurants und was weiß ich. Das war damals perfekt für mich. Heute ist was anderes perfekt. Also hab da den Mut, dich mit deinen Lebensumständen weiterzuentwickeln oder dass sich deine Lebensumstände so verändern, wie du dich veränderst. Ja? Lass los. Lass los, lass dich vom Leben treiben, gib dich dem Leben hin. Und was du auch loslassen darfst, sind all die Geschichten über dich. Geschichten wie: Ich bin nicht gut genug, ich bin faul, ich bin dumm, ich bin introvertiert, ich bin ein Angsthase, ich werde es nie zu was bringen, was auch immer. Das sind einfach Geschichten. Erfundene Geschichten, die irgendwann kreiert wurden, die nicht stimmen. Und die darfst du loslassen. Als du ein Baby warst, da war dein Sein wertvoll. Da musstest du nichts tun. Ja? Niemand sagt, dieses Baby, das ist nicht gut genug oder das Baby ist besser als das andere Baby. Das ist ein Schwachsinn, sagt niemand. Also wann beginnen diese Geschichten? Die werden uns erzählt und irgendwann übernehmen wir sie und sagen, ich bin halt so. Und immer, wenn du sagst, ich bin halt so, ich zerdenke immer alles, ich will immer alles kontrollieren, ich bin einfach ein Schussel, ich bin introvertiert, ich bin ängstlich, hinterfrag das. Du bist nicht ängstlich, du verhältst dich ängstlich. Du bist kein Schussel, du verhältst dich vielleicht manchmal schusselig. Also lass diese Attachments los von all diesen Geschichten und mach dir bewusst, du kannst neue Geschichten erfinden. Du kannst dir jede Geschichte erzählen, die du magst. Also erzähl dir doch eine, die dir dienlich ist. Und all dieses Loslassen, das Loslassen von Geschichten, von Lebensumständen, von Menschen, das fällt so lange super schwer, solange wir das Gefühl haben, wir brauchen das, um komplett zu sein. Wir brauchen das, um wertvoll zu sein. Und auch diese Geschichte darfst du loslassen. Du bist in deinem Sein komplett. Du bist in deinem Sein sicher. Du bist mit dir. Du bist mit Gott. Und das ist alles, was du brauchst. Alles andere fügt sich ohnehin, wenn du deinem Seelenweg folgst, wenn du dich einem erfüllten Leben hingibst. Dann kommen Menschen in dein Leben, die zu dir passen, dann kommen Jobs oder Business-Ideen, dann fügt sich alles. Also du kreierst dein Leben immer. Und wenn du deinem Seelenweg folgst, dann kreierst du dir ein erfülltes Leben. Also hab den Mut, loszulassen. Sei ehrlich mit dir und anderen Menschen in deinem Leben und wenn es wirklich nicht mehr passt, lass los. Lass Geschichten los, lass Lebensumstände los. Gib dich dem Leben hin. Erlaube dir, ein erfülltes, glückliches Leben zu führen.
Dazu wünsche ich dir ganz, ganz viel Mut. Alles Liebe für dich.